Moin Leute, willkommen im Buhlerland. Ich habe letztens wieder einige Pakete bekommen und darunter habe ich auch das Ding hier gefunden. Und das hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Und zwar ist das AGM H5 Pro. Vielleicht vermutet ihr es schon, es handelt sich hierbei um ein Smartphone und zwar so eine Art Outdoor-Smartphone. Ich teste ja eigentlich normalerweise keine Smartphones, aber diese Outdoor-Smartphones finde ich halt immer ganz interessant, gerade wenn man Kinder hat, weil man die damit einfach mal drauf loslassen kann. Aber das Ding schauen wir uns heute an. Ich habe keinerlei Erwartungen. Ich erwarte aber einiges, wenn das Ding halt 400 Euro kostet. Insofern lassen wir uns mal überraschen. Und falls euch das interessiert, bleibt dran. Bis gleich. Die Verpackung ist auf jeden Fall mächtig. Nicht mehr so klein und schmal, wie man das von anderen aktuellen Smartphones so kennt. Das ist Karton. AGM Mobile, find your, was? Calorie? Keine Ahnung. Also, ich habe von der Marke ehrlich gesagt bisher noch nichts gehört gehabt. Steht jetzt auch nichts Großartiges an Specs. Na, hier an der Seite haben wir ein bisschen Informationen. Android 12 immerhin schon. 1600 x 720 Pixel bei 6,52 Zoll. Okay, das könnte ein bisschen pixelig werden. 48 Megapixel Main-Kamera, 2 Makrokamera, Infrarot- und Nachtkamera. Diese ganzen Angaben haben ja eigentlich nichts zu bedeuten. Aber ich mache nachher einfach mal so ein paar Testaufnahmen und dann gucken wir mal, ob die Bild- oder Videoqualität wirklich überzeugen kann. Also schwer ist das Ding wirklich. Schauen wir, was hier noch so an Zubehör drin ist. Also, wir haben hier lustige Aufkleber. Ach, das soll heißen Find Your Glory. Warum soll man denn seine Glory finden? Also da ist ein Aufkleber sind drauf, ein Quickstart Guide und eine Online Warranty Support Karte. Okay, das kennen wir alles. Und das legen wir natürlich alles zur Seite und da guckt euch schon das Riesending raus. Ich lege es mal zur Seite und wir gucken erstmal, was hier noch weiter drin ist. Okay, also die Aufmachung ist erstmal ganz nett. Wir haben hier ein USB-A auf USB-C Kabel. Und das Ding hier, was ist denn das hier? SIM-Karten-Slot, Ladeport, also das sind irgendwie Deckel für verschiedenste Ausbuchtungen. Das gucken wir uns dann gleich nochmal an. Und hier haben wir ein Netzteil. CE-Kennzeichen, schön. Und 5 Volt, 3 Ampere, also 15 Watt Netzteil haben wir. 15 Watt ist auch anscheinend die maximale Ladegeschwindigkeit über USB-C. Okay, legen wir mal alles zur Seite und gucken uns dann Oschi hier an. Uiuiui. So viel zum Thema Lieferumfang. Jetzt gucken wir uns mal das Smartphone an. Das ist auf jeden Fall ein Klotz. Und was so interessant ist, das Ding sieht aus, als hätte es eine Hülle an. Aber das ist wohl Teil des Smartphones. Okay, also eine Folie ist hier auch noch drauf. Die lasse ich auch erstmal drauf. Uiuiui, also nur mal so im Vergleich. Das ist mein Google Pixel 6 mit einer Hülle. Dann habt ihr mal gesehen, das ist ein ganz schöner Oschi. Und nein, dieser riesige Buckel hier hinten, das ist wohl keine Kamera, sondern das ist wohl der Lautsprecher, der wohl auch über 100 Dezibel laut sein soll. Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall eine Frontkamera mit hier so einer kleinen Notch. Vorne sieht es auch nochmal nach Lautsprecher aus. Unten ist ein Deckel drauf. Genau, das ist der USB-C Ladeport und der AUX-Anschluss. Okay, also die Dinger kann man zumachen. Dann haben wir hier noch, also ich glaube, das sind glaube ich einfach Ersatzkappen, glaube ich. Ja, das ist glaube ich einfach Ersatz, falls man die Dinger mal kaputt gemacht hat. Okay. Also hier ist eine Taste. Hier sind zwar, das ist aus die Lautsprechenregler. Okay. Ich starte das Ding jetzt einfach mal. Und gucken, ob das Ding Saft hat. Da startet es auch schon. AGM powered by Android. Das ist jetzt echt ein ganz schöner Oschi. Also ich lege das Ding mal auf die Waage. Und da sind wir bei 358 Gramm. Im Vergleich, mein Pixel mit Hülle wiegt 237 Gramm. Okay, also schwer ist das Ding.
Aber da sollen ja auch 7000 Milliampere-Stunden Akku drin sein. Insofern wäre das schon wieder in Ordnung, wenn dann auch wirklich die Akkulaufzeit entsprechend ist. Jetzt haben wir hier die Installation per Android. Wie gesagt, das spule ich jetzt gerade einfach mal vor. Während das Ding hier fleißig vor sich einrichtet, vielleicht noch ein paar Infos zu den Specs. Also wir haben hier einen MediaTek Helio G85. Das ist also nicht der kleinste. Ich glaube, das ist, glaube ich, das aktuelle Topmodell bei den MediaTek CPUs. 7000 mAh Akku, 8 GB RAM, 128 GB internen Speicher. Also hört sich so auf dem Papier erstmal alles nett. Da ist wohl auch wieder eine IP68-Zertifizierung. Und wir werden das Ding jetzt mal komplett jugendfräulich installieren und auch einfach zu schauen, was da jetzt irgendwie an Bloatware, irgendwelchen China-Apps drauf ist oder ob da vielleicht doch einfach nacktes Android drauf ist, was ja prinzipiell schön wäre. Oh ja, also das Ding hat sogar einen Fingerabdruck-Scanner. Und ja, das versuchen wir doch einfach mal. Ist nur die Frage, wo ist denn der Sensor? Ist das Ding hier an der Seite? Er befindet sich auf der Rückseite des Smartphones. Ah, hier haben wir den Fingerabdruckscanner. Alte Pixel-Besitzer werden sich jetzt freuen. Ich finde ja prinzipiell so den Fingerabdruckscanner hinten eigentlich immer ganz nett. Schau mal, wie zuverlässig das Ding dann sein wird. Ja, Google brauchen wir jetzt nicht, aber es ist schön, dass er auf jeden Fall schon drauf ist. So, sonst noch etwas. Ich bin jetzt eigentlich fertig. Und da sind wir quasi auch schon auf der Oberfläche. Gucken wir uns jetzt erstmal die Apps an. Sieht jetzt erstmal relativ sauber aus. Ich weiß jetzt nicht, was diese Aufräumen-App ist. Okay. Benutzerdefinierte Tasten. Gut, das ist jetzt, glaube ich, die einzige spezielle Software, die jetzt drauf haben. Aber ansonsten haben wir hier wirklich nur Google Apps drauf und fertig. Was ja schon mal gut wäre. Die Geschwindigkeit ist okay, ist halt ein MediaTek CPU und nicht der aktuellste Snapdragon, aber meine Güte. Der Vibrationsalarm ist auch okay. Ja. Man muss natürlich immer sagen, 400 € ist halt wirklich eine Stange Geld. Da muss man halt, da muss dann schon wirklich einiges kommen und nicht nur einfach nur ein größerer Akku, weil wenn es sonst halt nichts taugt, dann hilft halt der große Akku auch nichts. So, während das Ding noch rödelt, gucken wir uns mal die Kamera-App aus. Das sieht jetzt aus wie die normale. Es ist hier auf dem Display okay aus, aber das gucken wir uns dann nachher nochmal, wenn wir das übertragen. Für komische Geräusche. Also der Lautsprecher ist auf jeden Fall laut. Okay, am Porträtmodus gibt es hier auch noch. Ist ja Wahnsinn. Gucken wir mal, ob das was taugt. Also, was auf jeden Fall auffällt, das Ding ist wirklich schwer. Das spürt man richtig in der Hand. Und ich mache jetzt nochmal ein Video mit der Hauptkamera. Oh, hier sieht es hier aus. Mhm. Ja. Also ja, laut ist es. Crosslink 2 E-Glu-Lampe beim Baumarkt geholt gehabt. Da die Dinger ja Amazon. Also, ja, der Lautsprecher ist laut. Nein, der Lautsprecher hört sich nicht gut an. Also bis 50% sage ich ihm noch, das ist noch so die Standard-China-Qualität, sage ich mal, aber danach wird es halt echt übel und eine Party beschallen wollen würde ich mit diesem Lautsprecher jetzt nicht. Und unterstützen wollte ich die Dinge in der Amazon-App. Ja, und dann. Und das macht man ja normalerweise, indem man den. Laut ist das Ding, das muss man dem Ding geben, aber ich weiß nicht, ob mich das jetzt so als Goodie überzeugt. Gucken wir vielleicht nochmal kurz in die Einstellung rein. Also es sieht schon wirklich aus wie ein nacktes Android und wir sind jetzt bei Android 12.
Sicherheitsupdate vom 5. Juli 2022. Gut, ein Android 13 Update kommt jetzt nicht. Kann euch jetzt auch ehrlich gesagt nicht sagen, ob da noch eins kommen wird oder so. Aber immerhin ist Android 12 draus. Und interessant wird es halt wirklich, wenn dieser Akku wirklich lange durchhält. Und wie gesagt, diese Kappen sind da. Ich hoffe mal, dass man nicht diese Kappen drauf machen lassen muss, damit das Ding IP zertifiziert ist. Das wäre dann wieder Murks. Aber immerhin, ich meine, man kann hier vorne ja auch noch eine SIM-Karte reinmachen. Ja, also hier ist ein SIM-Kartenslot und ich glaube auch noch für eine SD-Karte oder so. Ja, ja. Ich bin noch unschlüssig, was ich von dem Ding halten soll. Ich glaube, für 400 € wäre es mir vielleicht doch zu unsicher. Ich glaube, es kostet jetzt momentan mit, glaube ich, nur 360 € oder 370 € oder so. Aber das ist so, ja gut, Android 12 ist drauf. Ja, ich gucke mal, ob ich das nächste Mal meine Kinder drauf lasse. Es sieht auf jeden Fall besonders aus, das muss man dem Ding lassen. Ja, das ist auf jeden Fall das AGM, das AGM H5 Pro. Und immerhin hat es einen Fingerabdruckscanner, der auch besser funktioniert als der Fingerabdruckscanner von meinem Pixel 6. Und ja, dann bin ich jetzt erstmal fertig. Falls ihr Fragen zu dem Gerät habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und ja, ansonsten schon mal vielen Dank fürs Reinschauen. Euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.